Willkommen zum Umerziehungslager. So, wir haben jetzt... Oh, das ist ja... Na gut, so groß ist es dann doch nicht. Aber... Auf jeden Fall schon mal wieder positiv, dass wir wieder mal ein anderes Gebiet uns hier ansehen können. So, ach, da steht auch noch einer. Auf die Umme. Ich habe mir jetzt auch nochmal Tests angeguckt, Testvideos zu diesem Spiel. Und ich muss sagen, also ich habe mir das Spiel sowieso schon vorher geholt gehabt. Das hatte ich, glaube ich, auch schon vor Mars Warlocks, keine Ahnung. Wäre ich tatsächlich nur danach gegangen, hätte ich dieses Spiel wohl nie gespielt. Also das wurde ja niedergemacht, will ich jetzt nicht sagen, aber gut weggekommen ist es auch nicht. Und da kann man mal wieder sehen, dass die Geschmäcker dann echt sehr verschieden sind. So, wir müssen theoretisch dahin. Was ist ein Fragezeichen überhaupt? Ah ne, ich will die Karte, ich will die Karte. Aha. Alter, und das können wir alles nicht mitnehmen, oder was? Wundert mich ja, dass wir bis auf diesen Schlüssel, okay. I won't be able to force this lock. I need a key. Dass wir noch nicht auf weiteren Widerstand gestoßen sind. Wo sind denn zu Wachen? Hallo? Oh! Mit einmal, nice. Wir können ja mal ein bisschen schleichen, würde ich sagen. In diesem Knast macht das ja diesmal durchaus Sinn. Können wir knacken. Jetzt können wir wieder nur 500 Sachen tragen, oder was? Da muss das ja doch mit den Gefährten zusammenhängen. Need a key to open this door. Hey, ich habe doch einen Schlüssel. Wo ist er mit dem Giech? Need a key to open this door. Ah, leck mich doch. Wahrscheinlich hätte ich mich auch durchschleichen können, ohne zu kämpfen. Kann ich hier aufmachen?
Hä, wo denn jetzt? So, zumindest brauchen wir nicht mehr viel für ein Level Up. Sagt aber auch keiner was. Immer Danke oder so. Wozu auch? So. Ich brauche auf jeden Fall immer noch den Schlüssel für die ersten Zellen. Kann ich aber drücken? Oder? War da jemand? Nee. Gehirnwäsche? Nisha, are you alright? Jetzt will ich da aber auch mal hingucken. Hallo. Schlüssel. Yes, sehr gut. Wo ist denn hier mein... Hä, wo war denn das Licht? Hier. Mal gucken, ob sie was sagt. Hi, Nisha. Hi, Zach. Everything all right? Nö. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zu den anderen Zellen jetzt. Da kann natürlich sein, dass die Schlüssel, oder der Schlüssel, den wir jetzt gefunden haben, für die Zelle ist, wo wir den Aurora-Typen befreien sollen. Aber wir probieren es erstmal. Need a key to open this Ach, door. Kacke. Hey, are you Professor Charles Seeker? I am. And you? You are... What does a Technomancer want with... Long story, Professor. Just know I'm a friend of Scott's. We looked for you in Ophir. Even got our hands on some of your notes, but, My research notes? On Technomancers? How? I coded them to make sure those ASC thugs couldn't read them. Did you manage to read them? I just gave them to Scott. Oh, good. Good. I'm sure he deciphered them with no trouble. Scott's eccentric, I know, a little unstable even, especially since he lost his child. Even still, he is the greatest mind in abundance. A genius who's focused his research on people like you. Technomancers. I'm sure my notes, which I pray no one but you and Scott will see, will be a great service to him. I was able to prove nothing, really, but my work pointed to a high probability that the abilities of your kind stemmed from what Earthlings called gene therapy. Not sure what that means, Professor.
yes, of course. They modified genes to cure disease, provoked mutations, modifications that got passed on to offspring as well. Look, in theory, at least. A theory I will never get to test now, I'm afraid. Being held here. Well, I suppose it's better this way. Undeniably incredible research, but research that could also, unfortunately, lead to the enslavement of your kind. Castor is just another mutation to be contained, you know, afraid of what they don't know. And while I'm sure there was good intention in their creation of your mutation, no one can say what that reason is. Can you keep this a secret, Professor? My lips are sealed, now and forever. No one else will ever be privy to my research. Thank you, Professor. Take care. Wie? Hä? Den lassen wir jetzt einfach hier? Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. Okay. Die Oma. Ah, da hinten noch eine Dame. So. Die Frage. Ah, ne, das ist ein Abstellkammer oder sowas. Dann gucken wir da erstmal rein. Zu. Gewehr. Was wir nicht mitnehmen können. Gewehr, Waffen. Eine Kiste. Boah, jetzt scheint aber auch genau die Sonne auf dem Bildschirm. Ich sehe nicht allzu viel. Leider kein Schlüssel, aber wahrscheinlich sind die auch wieder einzeln irgendwie. I'm looking for an old man. He's from Aurora, and he used to be a Technomancer. Well, you're looking for him in the wrong place. It's true that there's a guy with a funny way of speaking, but I can't believe that he's from Aurora. That sounds crazy. What would he be doing here? Who is that man? His name's George. An old guy, as you said, and the way he speaks sounds funny. Anyway, as if he were making fun of us with complicated words. He's a mechanic, though. This could mean that he studied within the elite in a corporation that were a little precious. Thank you. Der wahrscheinlich, wa? Hello, I'm looking for a man. A man in your age range. Technomancer. A Technomancer? Here? You must be mistaken, my boy. There is no Technomancer here.
The prisoners of war are sent elsewhere. Here we are taught to think like good citizens of abundance. Ich hätte doch wetten können, dass er das ist. Hello, I'm looking for someone. A man? He doesn't mingle with men. Men avenge themselves upon them, so he stays away. All right, I understand. Goodbye. Hello, I'm looking for someone. A rather old man. What is the man doing in the camp? He was locked up here because he was living away from corporations. He's a technomancer like me, but way older. And he comes from Aurora. He is not sure, but he believes he recognized that the old man had the Aurora way of speaking. But he thinks that the man is mistaken because he is not a technomancer. He doesn't make lightning bolts. He is a mechanic, not a good mechanic. Thank you very much for the information. Hat uns das was geholfen? Eigentlich ja auch nicht. Sag jetzt nicht, dass von da aus abgesperrt. Ist hier noch was? Nö. Hello, I'm looking for a prisoner. An old man from Aurora. He's a former technomancer. There are no Technomancers here. You would be killed right away or sent to a camp as a prisoner of war. You're in the wrong camp. This here is a rehabilitation camp for deviants, dissenters. It's supposed to get us to think right again. Sorry, I don't see. Maybe he hid what he was. He used to live far from the corporation. Maybe they mistook him for a deviant, an outcast. But he must have kept some of his mannerisms or accent from Aurora. That could be George. I've always thought that he had a funny way of talking. He works as a mechanic. He really looks burned out. But the funny thing is, I once heard him say he was barely 50. You think he was at least 20 years older. He must have had a really bad life, worse than ours. That could be him. Technomancy tends to age us faster. Thank you. That's fucking amazing. And hilarious. Guy manages to hide who he really is, a fucking technomancer from Aurora, right under the noses of the worst assholes in Abundance's history. I don't like Aurora, but damn. They're all that fucking wily. I can fucking get how they beat us. Okay, scheiße. Dann kommen wir hier gar nicht weiter, ne? Müssen wir wieder so zurück. Sonst wird's ja nichts. Und dann über die andere Seite rein. Waren wir hier in diesen... Achso, das ist die Zelle. Okay. Hier waren wir drin. So, wie konnte ich jetzt noch langlaufen? Dann quasi hier rum, wa? Langsam sich unsere XP-Leiste aber jetzt erst führt, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.